The city is covered in snow tonight. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und Ja, Micha, dabei. ja, Tischdeko, eine Adventsdeko mit den Farben Weinrot, Rot mit ganz natürlichen Materialien, sehr viel aus dem Garten, aber auch ein bisschen Eukalyptus und hier haben wir auch noch ein paar Beeren mit drin, die sind vom Floristen und genau, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier haben wir die Sachen, die wir heute brauchen für unser Thema Rot. Genau, Rot und ganz natürlich, eine Abonnentin hatte sich das gewünscht. Und hier, Micha, zeigen wir euch das mal. Das sind die Sachen, die ich einfach mal rausgesucht habe. Und zwar die Basis ist dieser Schlitten. Da hatten wir im letzten Jahr eine Weihnachtsdeko mitgemacht, der war aber etwas größer und den hatte ich mit meiner Chefin im Januar genau gefunden und den hatten wir bestellt. Den haben wir in Natur und in Weiß. Dann weiß ich nicht genau, vielleicht eine Amaryllis, die hat einen super schönen Weinrotton. Ist jetzt nicht gerade passend mit dieser Kerze, die ich noch im Keller gefunden habe. Die ist auch schon ein bisschen älter, aber ich habe gedacht, das ist egal, die passt dazu. Dann haben wir ein paar Glitzersternchen, die ich mal rausgesucht habe. Noch ein bisschen altes Steckmoos. Und hier hinten, Micha, zeigen wir euch auch noch mal. Da habe ich ja immer so diese gesammelten Werke, die wir immer wieder benutzen. Letztes Mal hatten wir ja auch die Nüsse, da habe ich auch noch ein paar drin. Und hier den Sternanis, da habe ich auch noch ein bisschen. Ich habe Krampen, einen kleinen Müllbeutel und hier die Koniferen. Und was aus unserem Garten ist, die Lärchenzweige, hier diese wunderschönen Kiefernzweige und die Thuja-Zweige. Und ja, ich finde, das sind tolle Grüntöne. Und hier hinten, ich musste und konnte nicht dran vorbeigehen, ich musste sie mitnehmen. Einmal hier diese Eukalyptuszweige in diesem wunderschönen Rotton, Rot-Braunton. Und dann hier nochmal mit den Fruchtständen, finde ich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier auch nochmal Beeren. Ich habe sie einfach mal mitgenommen, aber da weiß ich noch nicht genau. So, Heißklebe, Schere, Seitenschneider und es geht los. Einmal mit der Schere Müllbeutel und hier in der Mitte durchschneiden und dann guckt ihr einfach mal und ich denke einmal so längs, das reicht. Ich kann hier sogar von der Länge noch ein bisschen abschneiden und von der Breite, Tiefe reicht das vollkommen und ich glaube, da kann sogar noch ein bisschen ab. Genau. Was ich mache, ich nehme hier den Heißkleber und fixiere mir das wieder hier an 4 Punkten und ich gehe hier, das wird natürlich jetzt so ein bisschen krisselig, fixiere mir das ganz vorsichtig hier einfach so in den Schlitten rein. Wenn man das zu Hause hat und man transportiert den nicht, dann kann man das natürlich auch so rauflegen, dann verrutscht ja nichts. Aber ja, ich fixiere das eben hier. Tüte haben wir rangeheftet, jetzt haben wir die Pinholder und die werde ich mir hier einfach mal so schräg auf die Tüte rauf machen. Und da kann jetzt das Steckmosi rauf, das habe ich ein bisschen eingeweicht. Das hat Feuchtigkeit und das könnt ihr jetzt hier super einmal rausstecken. Ich würde es gerne quer machen, weil ich gerne das Grün so quer über den Schlitten haben möchte. Und ich denke, die Höhe wird so reichen. Und ich fange an mit den Koniferen und werde mir hier jetzt schon mal den unteren Teil so ein bisschen abmachen. Ich gucke einfach mal von der Länge, haltet das mal ran, guckt, wie ihr das Grün gerne vorne und hinten weg haben wollt. Genau, und dann nehmt ihr das Messer, spitzt das einmal richtig schön an und dann kann das hier in das Steckmosi reingesteckt werden. Und das fülle ich jetzt alles hier vorne und vielleicht kleine Zweige hier an der Seite, die stecke ich mir jetzt erstmal hier rein. Dann haben wir eine richtig schöne grüne Basis. Where did my love
Koniferen haben wir schon mal richtig schön an der Seite gesteckt. Und ich nehme jetzt hier die Kiefernzweige und stecke mir die jetzt auch hier überall ein bisschen mit rein. Es ist auch schön, wenn die so ein bisschen nach oben gebogen sind und ein bisschen Höhe auch mit reinbringen. Das war hier auch bei den Koniferen. Das ist natürlich immer super schön. Und ja, ich mache jetzt mit der Kiefer erstmal weiter. All of the presents are still by the tree. They don't mean a Und wir haben richtig schöne Fülle reingekriegt hier mit den Kiefernzweigen. Ich habe jetzt hier auch einfach nur so ganz kleine mit dazwischen gesteckt. Und das riecht so fantastisch, oder Micha? Ja, das riecht richtig gut. Ja, ist richtig. Wie im Wald. Ja, genau, wie im Wald. Bei uns im Garten ist es wie im Wald. Und die Thuja, die finde ich natürlich auch fantastisch, weil die jetzt hier nochmal so ein helles Grün mit reinbringen. Und ja, das stecke ich jetzt hier auch, mache mir kleine ab und stecke mir die hier nochmal mit rein. thing till this here with me. If you know where he is, please give him a ride. Guck mal, wir zeigen euch das. Jetzt haben wir hier richtig schön mit der Thuja, mit der Kiefer, mit der Konifere ein bisschen schönes Grün herbeigezaubert. Und ich werde jetzt hier so eine Holzscheibe nehmen, richtig schön Heißkleber ranmachen und werde mir die jetzt hier in der Mitte oben auf dem Mosi fixieren. Und ich glaube, ja, das ist wunderbar. Und das passt genau. Jetzt könnt ihr natürlich mit dem Grün immer noch gucken. Jetzt kann man nachstecken, auch hier noch. Aber die Holzscheibe, die ist jetzt schon mal drauf. Und ich denke, ich werde jetzt den roten Eukalyptus nehmen. Und das ist natürlich immer sehr praktisch, weil die sind ja sehr lang, die Äste. Und wenn man das hier dann einmal schneidet, dann kann man den noch genauso benutzen. Hier oben einfach nur diesen kleinen abmachen. Und hier stecke ich jetzt mal so kleine rote Highlights mit rein. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어. Und hier könnt ihr euch jetzt dekorativ vollkommen austoben. Ich habe jetzt hier so kleinere Ästchen genommen, aber auch diese großen Blätter sind natürlich sehr charmant. Und ich stecke jetzt hier noch ein paar rein. Wir haben ja auch wunderschönen Eukalyptus bei uns im Garten, aber der hat nicht so wunderbaren Fruchtstand. Und den nehme ich und guck mal, das finde ich richtig schön hier mit diesen Blättern. Und dann haben wir hier nochmal das helle Grün, also diese verschiedenen Grüntöne. Und auch hier werde ich jetzt ein bisschen von diesem Eukalyptus noch mit einarbeiten. And I will wait here by the candlelight, 'cause Ich glaube, so 2, 3 Beeren können wir doch damit reinmachen. Also gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Micha, ich glaube dir auch, oder? Ja, ist wirklich super natürlich, aber jetzt kommt hier auch so ein bisschen Farbe ins Spiel. Und ja, ich nehme jetzt hier diese Beeren und ja, schneide mir und spitze mir die wieder an und werde nur so ganz vereinzelt jetzt hier welche mit reinstecken. Das heißt, dieses Weinrot kommt jetzt. Ich hätte eigentlich eine weinrote Kerze haben müssen, aber ich denke, komm, wir lockern das noch mit ein paar Nüssen auf und dann können wir, glaube ich, auch dieses Rot da reinmachen. Und ja, die stecke ich hier nochmal eben mit rein. Guck mal, ist schön, oder? Jetzt haben wir hier die kleinen Beeren noch mit drin. Und ich denke, hier die Kerze, die können wir uns jetzt schon mal langsam in Position stellen, damit wir hier oben gleich nämlich weiter, ihr wisst ja hier, Brandschutz, ne? Die Kerzen kosten nur ein paar Cent mehr, aber dieser Brandschutz ist wirklich super, super toll. Und ich stelle mir die hier jetzt schon mal in Position. Und ich denke, so einen richtig schönen Lärchenzweig, guck mal, der ist auch super getrocknet. Den können wir jetzt hier einfach mit reinlegen oder rauflegen. Oder man kann es natürlich hier, wenn man es transportiert, einfach nur mit einem Klecks Heißklebe und hier auf die Holzscheibe fixieren. Ich habe hier noch so einen
Stück vom Zweig und den werde ich hier hinten einfach, guck mal, kann man super reinlegen, braucht man gar nichts machen, keine Krampen, nix, brauchen wir alles nicht. So, und jetzt würde ich sagen, geht es mal weiter. Bevor es weitergeht, nehmen wir hier einfach hier die Zapfen. Hier habe ich auch noch ein bisschen Plastik und jetzt könnt ihr die hier richtig schön quer durcheinander mit reinkleben. Und da ich hier, nee, da machen wir noch einen zweiten und auch diese Zypressenzapfen sind natürlich auch immer wieder schön und die klebe ich mir jetzt hier überall noch mal. Guck mal, hier können wir auch noch einen reinmachen. Entweder ihr drahtet euch die an, aber die sind so leicht, die kann man jetzt wunderbar hier in das Gesteck mit draufkleben. So, wir kommen echt zum Schluss, weil ich habe, guck mal, die ganz alte Rinde, die habe ich schon ein paar Mal benutzt und wir zeigen euch das mal. Ich hebe jetzt hier einfach meinen Lärchenzweig hoch und packe mir hier auch noch mal so ein Stück Rinde rauf. Könnt ihr gerne fixieren und ich finde, so ganz natürlich kann man noch mal eine Apfelscheibe und dann hier einmal in der Mitte schön salopp einmal durchreißen und jetzt kann man die hier so mit draufkleben und ich finde, das sieht doch schon sehr natürlich aus, oder Micha? Die letzten kleinen Zweige hier kommen, Micha, die können wir auch noch mit verarbeiten. Die stecke ich mir hier einfach zwischendurch mit rein. Kann auch noch ein bisschen Höhe hier mit reinbringen. Das machen wir noch mal eben. Wir kommen zum Ende. Guck mal, hier sind sogar noch ganz kleine Zapfen dran an diesen Ästen. Und ich habe ja hier noch den Sternanis und ich finde, der muss auch hier einfach noch mal mit rauf dekoriert werden. Da klebe ich jetzt hier noch ein paar mit dran. Und das war es, unser Thema hier. Den Schlitten schön dekoriert mit vielen Zweigen, Kondiferen, Thuja, Kiefer und ja, ein richtig schöner natureller Mix. Hat uns super gut gefallen. Jetzt muss ich lachen, die Kerze geht gerade aus, nämlich ja. Egal, die machen wir gleich noch mal eben an. Und wenn euch dieses Thema heute nämlich auch inspiriert hat, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen, ihr Lieben. Und einen Kommentar freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und die Kerze geht wieder an, siehst du? Also ich freue mich, die Tage, es geht jetzt auch noch mal nach draußen, ne Micha? Ja. Michas Lieblingsthema Hauseingang. Der wird gemacht und versprochen auch mit Christrosen, ganz natürlich. Ich bin selber sehr gespannt, ich glaube Micha auch und wir sehen uns die Tage, eure Conny und... Micha, euer Kameramann. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Achso, und auf Instagram und Facebook. Hier unten sind die Links, folgt uns mal gerne. Da kommen auch immer schon Bilder, da kümmert Laura sich ordentlich drum. Und genau, da könnt ihr uns auch Bilder schicken. Ich gucke immer sehr gerne und Micha auch. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.